Servus. Servus. Im heutigen Video haben wir wieder eine Mercedes E-Klasse, 270, 5-Zylinder Diesel. Bei dem ist das Problem, dass das Türschloss rechts kaputt ist. Da ist wohl wahrscheinlich die Membran von dem Türschloss kaputt. Die Druckluft geht raus, die dafür sorgt, dass der Schließzylinder auf und zu geht, beziehungsweise der Knopf. Und das wollen wir uns heute mal anschauen und beheben. Fangen wir einfach mal an. So, hier haben wir jetzt mal das neue Bauteil. Und zwar ist es ein Originalteil, das gibt es nicht zum Nachkaufen. Muss man beim Mercedes-Händler kaufen. Und zwar jetzt hier das Türschloss. So, und zwar haben wir jetzt hier oben, da ist der Anschluss für den Druckluftschlauch oder beziehungsweise Unterdruckschlauch. Der sorgt dafür, dass halt das Schloss verriegelt und ja, wieder aufgeht. Das ist bei dem Fahrzeug defekt. Da drinnen befindet sich eine Membran, die ist wahrscheinlich kaputt und deswegen tauschen wir das aus. Wir zeigen euch das jetzt gleich nochmal, wie sich das anhört, wenn man die Tür auf und zu schließt. Da hört man, wie die Luft entweicht und genau deswegen müssen wir das neu einbauen. Also wenn man jetzt aufsperrt, da hört man das ganz gut. Der Nippel fährt zwar hoch, das Problem ist aber, dass er da drinnen in dem Schloss die Luft verliert. Jetzt machen wir nochmal zu, wieder auf. Da hört man das jetzt ganz gut. Genau, und da müssen wir jetzt auf jeden Fall die Türverkleidung erstmal runternehmen, damit wir da an das Türschloss auch drankommen. Der Besitzer hat noch bemängelt, dass hier hinten der Tankschloss nicht richtig liegt. Wie man jetzt gesehen hat, der geht jetzt erst zu. Ich mache jetzt mal vorne auf. Also jetzt ist das Auto geöffnet. Das Problem ist halt jetzt dadurch, dass er vorne den ganzen Druck verliert, macht er den erst auf, wenn er vorne den Druck komplett aufgebaut hat. So, jetzt ist er auf. Das wird natürlich dadurch behoben, dass wir das Türschloss machen, weil das halt ein Kreislauf ist. Genau, dann fangen wir jetzt einfach mal an. So, jetzt sind wir mal hier an der Türverkleidung. Und zwar haben wir jetzt hier unten, unter der Plastikabdeckung ist eine Schraube. Die müssen wir natürlich lösen. Ja, das sieht man da, dass da Schrauben sind. Jetzt kriegt man die Türverkleidung da nicht runter. Nachdem die gelöst ist, kann man jetzt hier oben, unter dem Airbag-Symbol ist auch noch eine. Sieht man da ganz gut. Kreuzschlitz. Wenn die entfernt ist, haben wir jetzt hier unter der Griffschale ist auch noch eine. Kann man sozusagen dann rausziehen. Jetzt hat man hier unten unter der Griffschale hat man dann auch noch einen Kreuzschlitz. So, nachdem die weg ist, hat man jetzt hier an der Türverkleidung, sozusagen an dem Schloss, noch so ein Plastikschild drauf. Das muss auch noch weg. Genau, und jetzt kann man da die Türverkleidung runterziehen. Der Rest ist nur noch geklipst und nach oben eingehängt. Dann kann man die runternehmen. Genau, jetzt haben wir die Türverkleidung unten. Jetzt können wir da mal reinschauen. Jetzt haben wir da natürlich die ganzen Verbindungen drin, die wir noch lösen müssen. Dann haben wir jetzt einmal von der Tür den Draht, der natürlich von innen den, ja, wenn man den Hebel benutzt, dass innen die Tür aufgeht. Jetzt haben wir hier noch von der Beleuchtung die kleine LED, die Griffschalenbeleuchtung und unten noch von der Tür die Beleuchtung. Gut, dann kann man unten das Kabel rausziehen und dann ist die Türverkleidung sozusagen schon weg. Die kann man uns einfach mal zur Seite legen. So, jetzt sehen wir hier mal die Innentür und zwar der gelbe Schlauch, der da lang geht. Das ist der Unterdruckschlauch, der geht zum Schloss rüber und da geht unser Unterdruck halt durch. Ne? Das ist das, was wir jetzt aktuell haben, das Problem, dass da kein Unterdruck aufgebaut werden kann. Da ist jetzt mal der Nippel drauf, der auf dem Schloss drauf ist. Jetzt sieht man das, hier ist dieser Steckverbinder, der auf das Schloss drauf gehört. Jetzt kann man da mal die Tür auf und zu springen. Jetzt hört man das dann auch mal, wie das rauspfeift. Jetzt hört man das eigentlich ganz gut. Da kommt die Luft raus aus dem Schlauch. Und wenn wir da jetzt mal drauf drücken beim Öffnen,
hört man, dass das viel schneller geht. Ich mache jetzt erstmal die Tür zu. Jetzt machen wir es wieder auf. So, und so sollte es eigentlich sein. Jetzt pfeift es natürlich nicht mehr raus, weil der Druck direkt aufgebaut ist und hinten der Tankdeckel auch viel schneller wieder funktioniert. Jetzt kann man es nochmal aufstecken, dann kann man das nochmal testen. Jetzt hört man das ganz gut. Also die Luft geht nicht aus dem Schlauch raus, sondern aus dem Türschloss selber und deswegen müssen wir den jetzt ersetzen. Als nächsten Schritt werden wir jetzt mal hier von dem Draht innen, der die Tür, den Türgriff betätigt von innen, den werden wir jetzt hier innen erstmal lösen. Weil den kann man nicht mit ausbauen, der muss erstmal raus. Genau. Dann haben wir jetzt insgesamt hier oben eine Schraube, hier vorne sind noch 2 und das war's dann auch schon. Machen wir erstmal die Kreuzschlitzschraube weg. Als nächstes, wenn wir die kleine Schraube entfernt haben, werden wir jetzt hier die 2 Torx-Schrauben entfernen vom Schloss. Haben wir hier oben und unten eine. So, jetzt kann man oben die Kreuzschlitzschraube unter den Gummi auch noch lösen. Ein bisschen aufpassen wegen dem Gummi, damit man den nicht beschädigt. Das haben sie ein bisschen versteckt gebaut, dass man nicht so viele Schrauben sieht. Gut. Nachdem die Schrauben alle gelöst sind, kann man hier das Türschloss nach unten wegdrücken. Da muss man ein bisschen aufpassen wegen dem Stift oben. Und dann ist das Türschloss sozusagen dann auch schon ausgebaut. So, dann haben wir hier das alte Türschloss. Das ist defekt, genau. Und das werden wir jetzt durch das neue ersetzen. Bevor wir den jetzt wieder einbauen, werden wir jetzt hier erstmal dieses Füßchen reinmachen, was man oben wieder rausgucken lassen muss. Das ist dann dieser Nippel, der hoch und runter fährt beim Auf- und Zumachen. Genau, jetzt kann man das da wieder einbauen. So, dann kann man das Schloss da so reindrehen. Und dann kann man das hier wieder hochschieben. Jetzt sieht man hier oben da diese silberne Leiste da drinnen. Das ist der vom Griff. Das ist dann sozusagen hier dieser Hebelmechanismus. Der wird von da drinnen sozusagen hier nach vorne geschoben. Und dann zieht man von außen den Griff an und dann löst sich das Türschloss. Jetzt wäre das Schloss erstmal in der Position. Jetzt können wir uns festschrauben, die 2 großen Torx-Schrauben. Und dann werden wir mal die Funktion testen, ob das auf und zu geht, wenn man den Hebel draußen betätigt. So, das Schloss hätten wir jetzt mal so weit eingebaut. Erstmal mit den 2 Schrauben hier, um es zu testen. Und zwar, jetzt kann man sehen, wenn wir jetzt mal abschließen, geht es runter. Wenn wir es aufschließen, geht es auch wieder hoch. Also sprich, der Luftverlust ist jetzt weg. Hier unten haben wir den Pin schon mal drauf gesteckt. Ja, jetzt werden wir natürlich hier die 2 kleinen Schrauben noch befestigen und die Türpappe. Und dann probieren wir das Ganze nochmal, dass das auch richtig schließt. Vorne und hinten, von innen und von außen. Und dann sollte die Reparatur auch schon abgeschlossen sein. Nachdem das Türschloss eingebaut ist, können wir jetzt hier wieder diese Folie draufkleben. Jetzt werden wir die Plastikfolie ein bisschen mit Panzertape noch befestigen, weil der alte Klebstoff natürlich jetzt nicht mehr so toll ist. Das soll halt verhindern, dass da das Regenwasser unten reinkommt. Das werden wir jetzt einfach ein bisschen abkleben. Ist jetzt nicht wirklich schlimm, wenn man das so macht, weil, wie gesagt, da ist eher Türverkleidung drauf, das sieht man am Ende ja nicht mehr. Nur, dass es halt einigermaßen dicht ist. Gut. Jetzt werden wir da unsere Türpappe wieder anbringen. Jetzt haben wir jetzt unten wieder unser Kabel für das Türlicht. Schieben wir es mal durch. Das kommt da vorne wieder raus. Da ist dann das Licht, wenn man die Tür aufmacht, dass der halt beleuchtet ist. Da haben wir jetzt das kleine LED-Licht für
für die Griffschale. Die kommt da wieder rein, ja, damit halt die Griffschale beleuchtet ist. Und zu guter Letzt haben wir noch hier unseren Draht für den Türgriff von innen, die Betätigung, dass der Türschloss halt öffnen kann, dass man von innen auch aus dem Auto wieder rauskommt. Das wird dann noch eingeklipst und dann ist auch wieder gut. So, die kann man jetzt da wieder draufstecken, die Türverkleidung. Dann wird es durch die Clips sozusagen wieder dran gedrückt und die Schrauben wieder befestigt. Und dann ist die Tür auch wieder eingebaut. Als erstes werden wir jetzt von dem Türschloss dieses Schild da wieder einbringen. Da ist so eine Nase dran, die muss man von unten nach oben schieben. Dann kann man das dann mit der kleinen Schraube wieder befestigen. Und wenn wir die fest haben, kann man jetzt hier vorne wieder anfangen, bei der Griffschale die Schraube reinzumachen. Die unter dem Airbag noch die Schraube. So, nachdem die auch fest ist, die Schraube unter dem Airbag-Symbol, kann man jetzt hier unten die noch festmachen und den Deckel wieder drauf machen, damit schön verkleidet ist. Oben machen wir jetzt noch die Griffschale drauf und dann ist die Türverkleidung auch wieder fest. So. Ist die Tür auch wieder verkleidet und jetzt können wir mal die Funktion nochmal testen im eingebauten Zustand. Und nochmal natürlich noch das Licht und dann ist es fertig. So, jetzt werden wir die Tür mal schließen, um zu gucken, dass das alles funktioniert. Wir hätten es eh schon mal probiert, aber das funktioniert alles. Das ist kein Problem. Ja. Jetzt werden wir mal abschließen und aufsperren. Das sollte jetzt eigentlich wieder ohne großes Geräusch gehen. Jetzt schließen wir mal ab. Jawohl, das reagiert auch wieder schön schnell. Schließen wir auf. Sehr schön. Jetzt kann man nochmal hinten den Tankdeckel anschauen. Da haben wir auch das Problem gehabt, dass es länger gedauert hat. Jetzt ist es gerade offen. Jetzt sperre ich ab. Genau, und wenn ich jetzt aufsperre, ist es auch gleich wieder offen. Perfekt. Gut. Dann war es das auch schon. Und dann ist der Einbau abgeschlossen. So, das war jetzt das Video zu der E-Klasse 270. Das Türschloss funktioniert wieder, wie man gesehen hat. Genau, jetzt kann der Nachbar das Fahrzeug wieder mitnehmen. Tankdeckel schließt auch wieder ganz normal. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die neuen Abonnenten. Jetzt sind wir schon weit über 100 gekommen. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr dazu kommen natürlich, ne, weil wir den Kanal weiter aufbauen wollen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.